Hallo liebe Freunde unseres Kanals. Ja, gestern hatten wir 4 Stunden Sitzung mit unserem Architekten, haben schon mal so die inneren Sachen des Hauses ein wenig besprochen. Wir sprechen da über Kacheln und Laminatböden, Steckerleisten und LAN-Anschlüsse und sowas haben wir alles besprochen. Und jetzt gehen wir mal nach Maxmat, hier oben in Funchal, und schauen mal, was die uns zu bieten haben an Laminat und Kacheln und so, ja. Ne? Mal ein bisschen visualisieren. Ja, mal gucken, was uns gefällt. Was wir möchten, ein Bild machen und dann vielleicht etwas auswählen. Jo, so sieht's aus. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. So sieht's aus. Bis später. Ja, einen Hochdruckreiniger hätten wir schon gefunden. 2 kW, 150 Bar, das sollte für uns reichen. Und der Preis ist auch ziemlich gut. Ja, 129 €. Ja, ich glaube, den werden wir demnächst mitnehmen. Aber wir sind ja heute nicht hier, um schon die Sachen zu kaufen, sondern wollen uns erstmal informieren nach Kacheln und nach Klickparkett und so. Aber ja, der ist auf jeden Fall ziemlich interessant für uns. Den können wir brauchen. Ja, und hier so ein Multifunktionsschneidewerkzeug für den Garten. Unbedingt brauchen wir das. Weil das ganze Unkraut, ja, um das in Kontrolle zu bringen, brauchen wir so ein Teil. Kleiner Benzinmotor. Ja. Ist natürlich nicht ganz billig, aber so ein Ding brauchen wir auf jeden Fall. 190 €. Ja, kein Kleingeld, aber bestimmt nicht verkehrt. Sogar eine kleine Motorsäge ist da. Ja, für die ganzen Bäume auf dem Stück Land. Brauchen wir. Gut, das mit dem Faden, ja. Wir haben keinen englischen Garten. Wir brauchen ja das Schneidemesser und die Motorsäge da dran. Aber ja, das ist was für uns. Check. Ja, Strom- und LAN-Anschlüsse hätten wir auch schon gefunden. Ja, das geht gut voran. War eine gute Idee, hier hinzukommen. Und teuer sind die auch nicht besonders. Ja, wir werden schon ein paar brauchen, ne? Ist ein großes Haus. Ja, nehmen wir, ist gekauft. Ja, und hier könnte sein, dass wir unsere Kacheln gefunden haben, die wir für draußen für die Terrasse nehmen. Also gefällt mir ziemlich gut. Eventuell sogar ums Haus rum wäre das eine Möglichkeit. Quadratmeter 10er, ja. Ja, das sieht ganz cool aus. Nehmen wir das mal auf. Und dann schauen wir mal, ob das was ist für uns. Ja, mal eine Idee fürs Parkett. Preis ist nicht ganz so das, was wir uns gewünscht haben, aber das ist Naturholz. Ja, sieht ganz cool aus. Vielleicht ist das ja irgendwann was für uns. Wir nehmen das einfach mal auf. Genau. So, das könnte die Tür für unsere Garage werden. Ja, rein funktionell, Alu. Ja, muss ja auch nichts Hightech-mäßiges sein. Die dünkt mir eigentlich schon recht gut. 75 €. Naja, nehmen wir das mal auf. Das könnte schon was sein. Tja, das wird dann wohl unser Gartenhäcksler werden. Ja, müssen wir gucken, ob wir uns den leisten. Ja, 4 cm schafft er. Ja, das sollte eigentlich erstmal okay sein. Kostet natürlich 140 €, ne? Tja. Und wir haben für Gartengeräte schon ein bisschen was ausgegeben. Von daher werden wir das jetzt besprechen müssen, ob wir so ein Ding brauchen. Aber ich glaube, wir brauchen sowas. Ne? Ja, wir brauchen sowas. Und dementsprechend brauchen wir dann auch Verlängerung, Elektroverlängerung und so langsam, weil wir können uns nicht die von den Arbeitern ausleihen ständig. Wir haben so eine 50 Meter Rolle. Ja, da gibt es noch viel zu planen. Gut, soweit dazu. Tja, welche Spritze nehmen wir uns? Die für 62 € zum auf dem Rücken tragen.
Oder nehmen wir erstmal die für 18,90. Tja, das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Ich würde sagen, ja, wir würden uns erstmal für diese entscheiden. Und ist schnell, portabel, ja. Ja. Oder die 12 Liter. Ja. Welche nehmen wir? Ja, ich würde sagen, wenn wir schon klein anfangen, dann fangen wir auch mit der 12 Liter an. Obwohl, das sind nur 4 Euro Unterschied, ne? Von der zu der. Die 12 Liter ist gut. Weil diese Packung ist ja schon offen. Das stimmt. Und die sind noch zu. Und Ja, nehmen wir wohl die 12 Liter dann. 15 Euro, dann haben wir ein bisschen was zu sprühen. Und dann müssen wir uns noch richtig kundig machen, wie wir vorgehen. Am besten erstmal mit Seife nur. Und dann mal den Nino fragen, ob er sich damit auskennt mit so ein paar Sachen. Ja. Vielleicht am Wochenende könnten wir ihn heute mal anrufen. ja. Ja, Judith gefällt hier sowas fürs Badezimmer. Also gefällt mir auch ziemlich, aber dann muss der Rest des Badezimmers natürlich auch in dem Ton sein. Ne? Mhm. Oder dann dieses, das ist im Ton neutraler. Ja. Das würde zu pink und grün passen. Aber wenn wir so beige Kacheln nehmen, dann würde das hier natürlich perfekt passen. Ne? Ja. Ja. Aber das gefällt mir schon. Ganz ehrlich. Ja, oder sowas. Würde mir noch gefallen, aber dieser grobe Stein, ne, das ist. Ja, also das könnte mir schon Und gefallen. das da oben, das ist fast wie Das versteinertes da oben. Holz. Ja, aber also wäre das Natur, wäre das mega geil. Aber das ist irgendwie so Plastikguss oder so. Das ist nicht mal Kunstharz, das ist irgendwie Für so. mich sieht das aus wie versteinertes Holz. Ja, ist aber. Steht aber da, Petra Wood. Steinholz, Holzstein. Ja, das ist gegossenes Plastik. Für 273 Ja. Euro. Ich meine, guck's dir an, fass das mal an. Ich glaube, das ist wirklich versteinertes Holz. Zu diesem Preis auch. Ja, Weil der echte Stein kostet nur 160. Und der kostet 273. wäre schon sexy. Halten wir das einfach mal fest. Mhm. Ja, aber der Preis ist natürlich feierlich, ne? Mhm. Der ist schon feierlich. Und sowas Glas, naja. Wenn wir uns nicht einigen können, nehmen wir neutrales Glas. Ich meine, für den Anfang ist das bestimmt auch nicht verkehrt, um aufs Geld zu achten. Sowas. Na, weil wir werden kleinere Budgetprobleme bekommen. Gerade jetzt am Anfang, wenn wir das Haus bauen. Da wäre das auf jeden Fall zu überdenken. Ne? Oder hier sowas. Ne? Ja. Ja, so Metall, das ist nichts, ne? Aber der Stein sieht schon cool aus. Ja. Budget, gucken, Budget. Ne? Gucken wir mal weiter nach Dusche und Toilette und so. Ja, bis später. Ja, wir wollten ja sowas Traditionelles eigentlich für die Küche oder fürs Bad oder so. Ja, das wären ungefähr 12 Euro pro Quadratmeter. In den Kisten hier sind 12 Teile A30 x 30 drin. Also 12 von diesen Vierecken hier. Ja, das wäre etwas, womit man etwas anfangen könnte.
stellt sich die Frage, ob man sowas in der Küche machen kann oder nur als zusätzlichen Effekt. Ne, das wäre natürlich schön. Ja, wie es aussehen kann dann in so einem Bad. Ja, das ist natürlich schon sexy. Oder Schatz? Ja, so als Akzent, um Akzente zu setzen, sehe ich das mal. Ja, und hier ist auch so extravagantes Becken auf dem Schränkchen und so. Und hellblau, wie es mir die Küche gefällt. Ne? Ja? Gefällt mir schon. Natursteinmeister. Mit Ja. Naturstein-Lavabo. Mit einem Naturstein-Lavabo würde das mega cool aussehen. Ja. Ja. Ich glaube, ich werde mal fragen später, wie viel die on Stock haben von diesem hier. Oder? Ja. Ja. Merken wir uns und ziehen mal weiter. Hier im Shop. Spannend. Ja, Judith hat wieder was gefunden für draußen. Gefällt mir auch ziemlich. Ja, für die Okay. Terrasse. Ich dachte an die Küche und den Eingangsbereich. Küche und Eingangsbereich, Ja. so groß. Ja. Ja, ein bisschen groß, Ja, aber sonst schon. ja, mal gucken. Ja, dann gucken wir uns mal die Laminatböden an. Das gefällt mir eigentlich auch schon recht gut, oder was meinst du? Ja, das ist schön. Ja? Das ist sehr schön. Hat so ein bisschen Holzcharakteristik, ne? Aber nicht zu viel, wie das weiter rechts dort, wo Es wir ist gleich noch hinkommen. Nicht zu hell und nicht zu dunkel. Ja. Tja, und jetzt denke ich, haben wir unseren Boden gefunden für die Wohnräume. Ist jetzt die Frage, in welchen Wohnräumen wir das machen können. Aber das hier ist Echtholz, Pinie. Das gefällt uns ziemlich gut. Ist kein Klickparkett, sondern ja, massives Holz. Massive Holzböden. Das ist sexy. Vor allen Dingen lebt der Boden dann mit. Das finde ich viel, viel besser. Noch mit Firnis drüber gehen und dann lebt das Holz halt mit, wie es sich gehört. Preis 14,30 € pro Quadratmeter ist auch okay. Einzige Problem ist, die haben nur das hier auf Lager. Und wir müssen sehen, wie viel wir nachbestellen müssen. Mhm. Okay. Das könnte es sein, ja. Gefällt mir auch. Gefällt Judith auch. Gefällt mir auch sehr gut, weil es einfach echtes Holz ist. Jedes Brett ist ein Einzelstück und verschieden als das nächste Brett daneben. Und ja, Ja, dann bestellen wir das. Ja, dann werde ich gleich noch mal jemanden fragen, wie der Bestellprozess abläuft. Am nächsten Dienstag haben wir Meeting mit dem Architekten und dann wird das besprochen und dann können wir das direkt bestellen. Fertig, Schluss, aus, Mickey Maus. Ja. Oh, das ist ein wichtiger Meilenstein. Und welche Räume wir damit bestücken, ja, das steht noch auf dem anderen. Ja, weil wir haben halt Living Rooms und wir haben unten die Man Cave. Vielleicht gibt es da dann noch einen Unterschied zu planen.
mit diesen dunklen Sachen, die wir da gefunden hatten irgendwo. Ja, da habe ich ein Video von gemacht. Ja, wir schauen. Ja, das sollte es sein. Aber das zumindest für das Wohnzimmer und die oberen Räume. Ja, genau. Ja, das ist cool. Gefällt mir, will ich.